Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es hier eine neue Review zu dieser tragbaren Powerstation von der Firma Jussi Power. Wir sind gerade in Schweden, wie man sehen kann. Wir sind hier auf einem Roadtrip, der bis zu 4 Monate gehen soll und wir leben fast nur im Zelt und im Auto und deshalb ist die Stromversorgung extrem wichtig. Deshalb hier eine Review zu dieser Powerstation, die nutzen wir täglich, vor allem um unseren Kühlschrank anzutreiben. Und deshalb habe ich einen ganz guten Eindruck von der Powerstation bekommen und kann euch auf jeden Fall meine Meinung dazu sagen. So, hier einmal zur Powerstation von Jussi Power, die wir mit dem Solarpanel zusammen nutzen. Die lädt gerade auf, ist bei 3%. Und einmal kurz zu allen Funktionsweisen, die die Powerstation so hat. Hier vorne hat sie eine LED, die könnt ihr anmachen. Jetzt gerade ist sie auf vollen Modus, das sieht man leider nicht. Jetzt ist sie noch etwas heller und so hat sie sogar eine Strobo-Funktion. Was auch sehr, sehr cool ist, finde ich. So, dann habt ihr hier unten einen DC-Ausgang. Den nutzen wir hauptsächlich für unseren Kühlschrank. Das funktioniert wunderbar. Könnt ihr einfach den Zigarettenanzünder reinstecken und schon habt ihr den Kühlschrank, könnt ihr den Kühlschrank anschließen, alles Mögliche anschließen. Hier habt ihr zwei 5 Ampere Anschlüsse. Ich habe die persönlich noch nie verwendet und weiß auch nicht genau, wofür die sind. Dann habt ihr hier ein USB, verschiedene USB-Ausgänge, 3 normale USB-Ausgänge und einen USB-C-Ausgang. Und was ich noch erwähnen muss, das Wichtigste, all diese Funktionen hier könnt ihr mit dem Schalter an- oder ausschalten. Das heißt, ihr könnt die Geräte dauerhaft drin lassen. Jetzt seht ihr hier, geht das DC-Zeichen an, weil ich hier den Knopf gedrückt habe und jetzt geht es wieder aus. Das heißt, der Anschluss ist jetzt wieder tot. Das gleiche könnt ihr auch bei den USB-Dingern machen. Hier seht ihr ein USB-Zeichen, geht an und wenn ich ausmache, ist das USB-Zeichen wieder weg. So, und dann werden diese USB-Anschlüsse hier aktiviert. Außerdem habt ihr den ganz normalen AC-Steckdosenausgang für die europäischen Steckdosen. Den könnt ihr auch anmachen. Moment. Und jetzt hört ihr es schon. Sobald der angeht und dort viel Strom gezogen wird, geht hinten automatisch eine Lüftung an. Das sieht man einmal hier. Hier sind Luftlöcher und hier ist ein Ventilator verbaut, aber auch hier hinten und hier hinten. Das sorgt automatisch dafür, dass die Powerstation nicht überhitzt und dass die Qualität gut genug bleibt. Beziehungsweise ja, dass der Strom, dass die Geräte nicht die Powerstation überlasten. Das ist ziemlich cool. Außerdem habt ihr oben natürlich einen kleinen Griff. Könnt die Powerstation super tragen, weil die ist nicht super leicht. Also deshalb ist der Griff sehr, sehr praktisch. Und ja, das sind so die Funktionen hier. Der DC-Ausgang hat auch noch eine coole Kappe, finde ich auch gut, dass da kein Schmutz und Dreck reinkommen kann. Und ja, wir benutzen all die Funktionen sehr gerne und sind sehr zufrieden mit den ganzen Funktionen. So, nachdem die Powerstation von Jussi Power unseren Kühlschrank jetzt die letzten 2 Tage angetrieben hat und uns mit Strom versorgt hat, sind wir jetzt noch ungefähr bei 64%. Also der Kühlschrank war bis auf die Nacht dauerhaft an, auf ungefähr 7 Grad. Und jetzt, da wir wunderbaren sonnigen Himmel haben, habe ich mir gedacht, wir machen uns jetzt was zum Essen und stellen die Powerstation mit dem Solarpanel einfach mal auf und gucken mal, wie das Ganze so funktioniert. Der Aufbauprozess ist relativ einfach. Ihr klappt für das Solarpanel einfach diese beiden Winkel hier aus. Die sind auch nochmal doppelt verstärkt hier mit so einem Band. Zack, das macht ihr auch nochmal auf der anderen Seite. So, und dann könnt ihr die einfach an den Winkeln perfekt im Winkel zur Sonne aufstellen. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Ideal zur Sonne ausgerichtet. Ungefähr, ich glaube 30, 40 Grad, beziehungsweise eher 30 Grad Winkel. Und dann habt ihr hier hinten eine kleine Tasche mit einem Reißverschluss. Der ist sogar, glaube ich, wasserdicht. Elektronik drin, gut geschützt. Da habt ihr ein Kabel, wo ihr verschiedene Aufsätze drauf machen könnt auch. Und hier ist der Aufsatz für die Powerstation. Den könnt ihr einfach rauf machen. Und dann habt ihr hier bei der Powerstation den DC-Input. Steckt ihr rein und schon wird jetzt hier angezeigt, dass die Powerstation geladen wird. So, nachdem wir jetzt hier Armut gegessen haben und den Sonnenuntergang oder die Sonne beobachtet haben, ist die Powerstation jetzt auch tatsächlich komplett geladen, 100%. Und das ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Das waren jetzt vielleicht 3 Stunden. Vielleicht ein bisschen, 3 Stunden hauen schon sehr hin. Und ja, bei direkter Sonneneinstrahlung trotzdem ein paar Bäume davor gewesen, hat die Powerstation jetzt ungefähr knapp 40% in 3 Stunden aufgeladen. Was auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung ist mit dem Solarpanel zusammen. Auch so kann man das ganze Setup mit der Dachbox hier nutzen. Also hier, wie gesagt, unser Kühlschrank angeschlossen, hat gerade 8 Grad. Ich habe den jetzt mal auf 6 Grad gestellt. Und dieser Kühlschrank ist dann an die Powerstation von Jussi Power angeschlossen. Einmal sieht man das hier. Einfach in den DC-Stecker. Den könnt ihr manuell ein- oder ausschalten mit diesem Knopf hier.
Und parallel simultan lade ich die Powerstation. Das sieht man hier an dem Blinken. So, durch die Sonnenenergie auf. Und dann habt ihr hier eine Anzeige, wie lange die ungefähr hält. Und somit wird der Kühlschrank quasi aktuell 100%ig durch Sonnenenergie angetrieben. Da ich parallel den Kühlschrank lade und die Powerstation benutze. Das heißt, der Kühlschrank funktioniert jetzt nur über die Solarenergie. Denkt auch daran, das Solarpanel, wenn ihr es öfter benutzt und vor allem auch immer draußen aufstellt, öfter mal abzuwischen. Denn Staub und Dreck auf dem Solarpanel vermindern die Leistungsfähigkeit. So, da sieht man, da kommt jede Menge runter. Das mache ich so alle 2 bis 3 bis 4 Mal, wenn ich das Solarpanel aufstelle. Aktuell nutzen wir die Powerstation, um sowohl ein Handy, eine Powerbank und noch eine dritte Powerbank aufzuladen. Und wie man sieht, durch die Solarenergie wird mehr erzeugt als abgegeben. Auch während der Fahrt könnt ihr die Powerstation natürlich mit den Zigarettenanzünder aufladen. Die Kabel sind alle mit dabei, sowohl ein normaler DC als AC-Stecker. Und ja, so könnt ihr die Powerstation auch während der Fahrt mit dem Auto aufladen. Wir nutzen die Powerstation jetzt schon seit fast 2 Monaten auf unserem Roadtrip, hauptsächlich um unseren Kühlschrank anzutreiben, aber auch um diverse kleine Geräte zu laden. Und für uns beide reicht das auf jeden Fall aus. Zusammen mit dem 100 Watt Solarpanel können wir die auf jeden Fall ausreichend aufladen. Und wenn man nur zu zweit ist und keinen Kühlschrank dabei hat, dann reicht es ganz, ganz dicke. Wenn man den Kühlschrank noch nimmt, dann reicht die Powerstation auch 3 Tage lang den Kühlschrank gut zu betreiben bei 8 Grad und auch über 20 Grad und voller Sonne draußen. Und man kann auch einfach den Kühlschrank parallel mit dem Solarpanel anschließen und den Kühlschrank über das Solarpanel laufen lassen. Wenn ihr aktuell also auf der Suche nach einem Powerstation und Solarpanel-Set seid für gelegentliche Camperreisen, kann ich euch das Set auf jeden Fall nur ans Herz legen. Zusammen kostet das Set 280 €, was auf jeden Fall preis-leistungstechnisch kaum zu schlagen ist. Ihr habt damit eine 300 Watt Solarstation und eine Powerstation und ein 100 Watt Solarpanel. Und damit könnt ihr 2 Leute auf jeden Fall auf Reisen verpflegen mit Strom und so weiter. Und deshalb, das Set ist auf jeden Fall ziemlich gut geeignet für den Zweck und relativ klein und handlich. Und auf unserer Reise macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Wenn ihr mehr von der Reise sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und guckt auf jeden Fall auch bei UC Power vorbei, ist unten verlinkt. Die macht echt ein sehr, sehr gutes Produkt und das hilft uns sehr auf dieser Reise. Und ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr Fragen zur Powerstation oder zum Solarpanel habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.